Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, für alles, was für Errettung wesentlich ist und dafür, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt, auf Gottes Wort zu schauen. In diesem ersten Abschnitt unseres Search the Scriptures Daily Programms werden wir uns ansehen, was die Welt verführt im Gegensatz zur Gemeinde, obwohl Dave da ein großer Teil der Gemeinde in der Welt ist und ebenso die Welt in der Gemeinde, ist sie ganz sicher nicht ausgeschlossen von dem, was die Welt täuscht. Das neueste Phänomen, das die Herzen und Gedanken der Menschen in den ganzen USA einfängt, heißt The Secret. The Secret ist ein 80-minütiges Video und ein Buch, das auf dem Video basiert, das durch Oprah Winfrey, Larry King, ich glaube Good Morning America, riesige Publicity bekommen hat. Andere TV-Programme haben einige der Hauptpersonen vorgestellt, die an The Secret beteiligt sind. Als es in der Oprah Winfrey Show ließ, waren Walmart, Costco komplett ausverkauft mit The Secret. Und Dave, es ist ein Phänomen. Ich weiß, du kennst das Material und du hältst nicht viel davon. Okay, ich lasse dich für dich selbst sprechen. Aber es ist erstaunlich. 17 Wochen auf der New York Times Bestsellerliste. Einfach irgendwo darauf oder ganz oben? Nein, ganz oben. Genau jetzt, während wir dieses Programm machen, ist es Nummer 1 auf der New York Times Bestsellerliste. 6 Millionen Exemplare des Buches sind verkauft worden. 2 Millionen DVDs. Also, was auch immer wir davon halten, es beeindruckt da draußen eine Menge Leute und sie stehen Schlange, um es in sich aufzunehmen. Nun, Dave, was ich tun möchte, ist, mit dem zu beginnen, was Oprah dazu zu sagen hat. Wir haben einen Filmausschnitt sowie einen Audioausschnitt für unsere Zuhörer. Also lassen wir das laufen. Es macht gerade weltweit die Runde und das Buzz wird immer größer. Seit Jahren versuche ich in dieser Sendung genau das zu tun. Es ist das Geheimnis, um das Leben zu erschaffen, das du wirklich willst. Mehr Geld verdienen, abnehmen, dich verlieben, deinen Traumjob bekommen. Ist das nicht erstaunlich? Das verändert das Leben. Dafür bin ich bereit. Ja. Okay, jetzt legt der Chor los. Springt rein, jeder. Schaltet ein, um das Geheimnis herauszufinden. Also, offensichtlich ist Oprah davon wirklich beeindruckt. Und ich denke, es gibt Gründe, warum sie das sein sollte. Sie ist da schon lange drin. Leute behaupten, sie sei eine Christin. Vielleicht hat sie sich als Christin bekannt. Tatsächlich hat uns jemand geschrieben, der die Sendung gesehen hat. Ich habe die Sendung nicht gesehen, in der sie das vorgestellt hat. Aber angeblich, so wurde mir gesagt, stand eine Person auf und sagte, sie sei Christin und sie sei nicht dafür. Und sie wurde im Grunde abgewürgt. Und Oprah sagte, sie sehe nichts Falsches daran, sie sei Christin und so weiter. Aber nach dem, was ich über sie weiß, was ich über ihr Material gelesen habe, ist sie sehr stark in Mind Science, Religious Science drin. Eine ihrer guten Freundinnen und vielleicht Mentorinnen ist Della Reese. Was wissen wir über Della Reese und zum Beispiel Robert Schuller? Nun, Della Reese arbeitet seit langer Zeit mit Robert Schuller. Della Reese ist Teil der Church of Religious Science. Richtig. Und im Grunde glauben sie dasselbe, worum es bei diesem Secret angeblich geht. Nun, Schuller ist überall drin, für die, die es nicht wissen. Also was ist falsch an Robert Schuller? Herr Possibility Thinking. Das ist mehr Mind Science, Unity School of Christianity, als es ganz sicher biblisches Christentum ist. Ja, es hat nichts mit der Bibel zu tun. Es ist nicht das, was die Bibel lehrt. Und natürlich ist The Secret antibiblisch, gegen Gott. Aber ich nehme an, du willst da etwas später noch ein bisschen drauf eingehen. Aber lass mich nur dies sagen. Jeder, der das Buch liest oder das Video, die DVD anschaut, dem stellt sich sofort eine Frage. Woher kommt all diese Kraft? Du weißt schon, das Universum. Oh, das Universum. Du sendest Frequenzen ins Universum und es gibt dir, was immer du willst. Und dann ist mir aufgefallen, dass sie an einer Stelle im Buch die ungeheuerliche Aussage machen, dass, Quantenmechanik, Quantenphysik sagt, dass das ganze Universum aus einem Gedanken entstanden ist. Nun, jeder, der ein bisschen nachdenkt,
Wer hat gedacht, bevor das Universum erschaffen wurde? Was ist dieser Gedanke, der da draußen vor der Erschaffung des Universums existierte und bewirkt hat, dass das Universum erschaffen wurde? Nun, Gedanken, die einfach irgendwie irgendwo da draußen herumschweben, unendlich und ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Du musst einen Denker haben, damit es einen Gedanken gibt. Aber ich habe gesehen, Gott, das Wort, einmal im Buch. Ich habe nicht jede Seite des Buches gründlich gelesen. Nun, wenn du zum Ende kommst und wir werden sozusagen darauf hinarbeiten, nun, wir legen es einfach dar, weil wir das in den nächsten paar Wochen besprechen werden. Aber unterm Strich ist es, wir sind Götter. Alles ist Gott. Das ist eine pantheistische Weltanschauung. Richtig. Es ist wie Religious Science, Science of Mind. Sie sind alle miteinander verwandt. Die Church of Religious Science wurde von Ernest Holmes gegründet. Und er drückt es so aus. Da draußen gibt es irgendwo einen universellen Geist. Aber seltsamerweise hat dieser universelle Geist oder große Geist oder wie auch immer keinen eigenen Willen, weil er alles tut, was wir wollen, dass er tut. Also existiert dieser große Geist, der offenbar dieses Universum erschaffen hat, das immer existiert hat. Der Geist, der also nur um uns zu geben, was wir wollen. Und das ist ein Thema immer und immer und immer wieder in diesem Buch oder in dem Video. Du kannst haben, was immer du willst. Du kannst sein, was immer du willst. Also ist es ein sehr selbstsüchtiges Konzept. Und Tom, ich will uns hier nicht vorgreifen, aber... Nun, Dave, lass mich das einfach für dich auslegen. Wir werden diese Dinge allgemein durchgehen. Und dann werden wir in den nächsten paar Wochen mit Einzelheiten umgehen. Ich will hier einen wichtigen Punkt machen. Wieder, du sagst mir, Tom, ich habe das nicht verfolgt. Aber das ist eine Sensation. Die Welt dreht durch und kauft das. Und wenn man nur ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, ich kann haben, was immer ich will. Ich kann sein, was immer ich will. Okay? Nehmen wir an, wir haben 10 Typen in einem Konzern. General Motors. Ich will Präsident von General Motors sein. Nein, Tom, du willst Präsident von General Motors sein. Also wollen viele Leute Präsident von General Motors sein. Aber jeder von uns kann haben, was er will. Wie viele Präsidenten werden wir bei General Motors haben? Wie soll sich das regeln? Wie wäre es? Ich wäre gern Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, Hillary, sie will das, aber sie wird diese Gedanken denken und sie kann haben, was immer sie will. Dave, aber findest du nicht, wenn wir uns das Herz des Menschen ansehen, wie Jeremia uns durch die Inspiration des Heiligen Geistes sagt, das Herz ist trügerisch über alles und unheilbar böse. Wer kann es erkennen? Mit anderen Worten, unser natürliches Wesen neigt zu Dingen, die begehrlich sind, die gierig sind, und übersteuert das nicht oft unsere Vernunft? Oh Mann, wenn ich nur diese Gewinn-Lotto-Nummer bekommen könnte, weißt du? Und ich habe nicht genug zu essen, weil... Du hast noch einen guten Punkt, Tom. Wie viele Tausende von Menschen denken jetzt diese positiven Gedanken? Sie können erschaffen, was immer sie wollen. Und sie werden alle Lottogewinner werden. Das funktioniert nicht. Sie versuchen, das im Buch abzudecken. Sie sagen, es gibt kein Ende des Vorrats bei dem Djinn da draußen, der universellen Leitung. Kein Ende des Vorrats, aber es gibt ein Ende des Vorrats, wenn du einen einzigen Preis hast. Ja, deshalb war es ein guter Punkt mit, wenn es eine Position gibt und 10 Leute sie wollen, dann hast du Probleme. Und außerdem, Tom, sofort, das ist Star Wars Force schon wieder. Ohne Zweifel. Sofort. Ich meine, sie sagen dir gleich am Anfang, es hat nichts mit Moral zu tun. Dieses Universum kann dir geben, was immer du willst, gut oder böse. Nimm die dunkle Seite oder die helle Seite, geh mit Darth Vader. Ja, gut oder böse sogar. Also, du denkst negative Gedanken, du denkst an Katastrophen und so weiter. Das ist es, was du bekommen wirst. Das Universum wird es dir geben. Also jetzt, Tom, geh nur noch einen Schritt weiter. Und dann solltest du uns besser hier lenken. Sonst gehe ich los, wirklich wütend. Hey, Dave, leg los, okay?
Noch ein Gedanke, Tom. Und sie legen das tatsächlich so dar, der Holocaust. Das war nicht Hitlers Schuld. Diese Leute haben es sich selbst zugezogen. Sie haben alle negative Gedanken gedacht. Sie haben Holocaust-Gedanken gedacht, wenn man sich das vorstellen kann. Und irgendwie haben sich 6 Millionen von ihnen auf denselben Gedanken eingeschworen. Und das hat das Ganze ausgelöst. Dave, was ist mit Tsunami-Gedanken, tragischen Dingen, die auf der Erde passieren, weil Menschen diese Dinge zu sich gezogen haben? Es ist lächerlich. Dave, weil, wie du sagst, die Leute es einerseits nicht zu Ende denken. Andererseits gehen diese Ideen zurück bis in den Garten Eden, richtig? Natürlich. Warum legst du das nicht für uns dar? 1. Mose Kapitel 3. In der Genesis, wo Gott das Universum erschuf. Du lernst, dass er einen Zweck hatte. Und er erschuf Adam und dann erschuf er Eva. Und er gab ihnen ein Gebot. Eigentlich gab er ihnen ein paar Gebote. Das erste war, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Nun, die Homosexuellen und Lesben zeigen diesem Gebot die Nase. Und offensichtlich, wenn jeder ihrem Lebensstil folgen würde, wäre das das Ende der Menschheit, weil sie sich nicht fortpflanzen. Ich weiß nicht. Ich nehme an, sie würden es irgendwie durch irgendeine wissenschaftliche, künstliche Methode lösen oder so. Aber jedenfalls lernen wir jetzt, dass dieser Gott einen eigenen Willen hat. Er hat einen Willen und er hat Absichten und er hat Moral. Gebote. Ja, er unterscheidet zwischen richtig und falsch. Nun, er sagt nicht, dass du in die Hölle kommst, wenn du dir die Hölle vorstellst. Aber du wirst es, wenn du gegen ihn rebellierst. Denn, nun Tom, du kannst ja nicht einmal Spiele spielen, weißt du, ohne Regeln. Und ich kann mir meine Regeln nicht ausdenken, während ich spiele. Und du kannst dir vorstellen, dass es ab und zu eine Auseinandersetzung auf dem Parkett der NBA gibt. Ich glaube, wir hatten ein paar in den Playoffs. Und dieser Typ rammt jemanden und haut ihn einfach um. Und der Schiedsrichter pfeift. Und er wird ihn sperren. Und dieser große, 7 Fuß große Kerl sagt, was soll das, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Ich kann das machen, wenn ich will. Nun, das ist das Ende des Spiels. Du kannst kein Spiel ohne Regeln haben. Und du kannst nicht in Gottes Universum sein ohne Regeln. Er erschafft das Universum nicht ohne Regeln. Wir wissen es physisch. Gesetz der Schwerkraft, Gesetze der Wissenschaft und so weiter. Die haben sich nicht selbst gemacht. Aber natürlich ist es in diesem Buch The Secret ein Naturgesetz. The Secret, das Gesetz der Anziehung. Tom, so ein Gesetz gibt es nicht. Aber Satan kann Menschen dazu verleiten, sich einzubilden, dass es das gibt. Und sie begeben sich in Satans Hände. Weil, wenn er das für sie zum Funktionieren bringen kann, was er in manchen Fällen vielleicht kann, dann glauben sie an ihn. Sie glauben nicht an Gott. Nun, Dave, was ist mit der Lüge, dass ihr sein könnt wie Gott? Das werden wir sehen, wenn wir durch mehr Material gehen. Und The Secret. Sein Endpunkt ist, dass wir Götter sind. Darauf läuft alles hinaus. Und so wie Gott wirkt, wirken wir so, weil wir Götter sind. Tom, du weißt, vor Jahren, ich weiß nicht, ob wir unsere Zeit verschwendet haben. Wir sind zu ein paar dieser großen Kongresse gegangen, New Age-Kongresse, und sie haben dasselbe erzählt. Die Human Potential Bewegungen, das kommt aus der Psychologie. Diese 90% deines Gehirns, die du nicht benutzt, wenn du nur die Potenziale kennen würdest. Es ist Yoga, Selbstverwirklichung, du erkennst, dass du Gott bist, dass du eins bist mit Brahman und so weiter. Atman und Brahman sind ein und dasselbe. Ich erinnere mich, ich habe es vor vielen Jahren so ausgedrückt. Nun, Tom, wenn jeder diese Kraft in Gang setzt, können sie alles tun, was sie wollen, alles sein, was sie wollen. Ich glaube nicht, dass das gut sein wird. Das macht mir Angst. Zauberer. Du hast einfach einen Haufen Darth Vaders und Obi-Wan Kenobis da draußen, die sich gegenseitig mit Gedankenkraft wegzeppen. Also, das Problem dabei ist,
Wir haben zu viele Götter. Nun, jemand wird der oberste Gott sein müssen. Es wird nicht funktionieren, weil all diese Leute sein können, was sie wollen und tun können, was sie wollen. Nun, warte mal, du stehst mir im Weg, Mann, ich will das. Also, Tom, wenn jemand nur eine Minute darüber nachdenken würde, würde er merken, das ist amoralisch, es ist böse. Aber es ist das, was Satan der Menschheit von Anfang an angeboten hat. Und es ist das, wofür Satan selbst sich entschieden hat, als er sagte, ich will sein wie der Höchste. Dave, ich möchte zurück zu 1. Mose Kapitel 3. Satans erste Worte zu Eva waren, sollte Gott gesagt haben. Also die ganze Grundlage seines Vorgehens, um die Menschheit zu zerstören, ist Nummer 1, das zu untergraben, was Gott sagt, das Wort Gottes, und es dann völlig zu verwerfen. Aber manchmal nicht vollständig, Dave. Sie sehen Gott als einen universellen Geist, sogar als einen Djinn, okay? Richtig, das sagen sie. Richtig. Weil er dir geben wird. Oder nicht er, sondern es. Nun, Dave, historisch betrachtet, wenn du dir die Religionen der Welt ansiehst, das ist der Grund, warum ich zurück zu 1. Mose Kapitel 3 wollte. Weil du Gottes Vorstellungen hast, die so weit entfernt sind. Es ist immer noch eine Vorstellung, und du musst es für Menschen attraktiver machen. Nummer 1. Wenn es ein universeller Geist ist, dann gibt es keine Regeln. Er denkt nicht, wir denken für ihn. Aber es ist trotzdem, was ist mit diesen Begriffen, Dave? Wir haben über die Force gesprochen. Was ist mit Brahman? Was ist mit dem Tao? Was ist mit Chi oder Ki oder wie auch immer du es aussprechen willst? Was ist mit Prana? Sind das nicht Gotteskonzepte ohne persönliche Eigenschaften? Nun, es ist etwas, das du benutzen kannst. Das ist der springende Punkt. Du kannst sein, was du sein willst. Du kannst haben, was du haben willst. Also, was auch immer diese Kraft da draußen ist, die dunkle Seite oder die helle Seite, warum sollte Luke, Gott ist so? Du meinst nicht den Evangelisten Lukas? Nein, ich meine Luke Skywalker. Warum sollte er bei dieser hellen Seite der Macht bleiben? Sie hemmt ihn irgendwie. Wenn Darth Vader, der hat alles, der hat den ganzen Reichtum, der hat die ganze Macht und er spielt die dunkle Seite. Und was ist der Unterschied zwischen der dunklen und der hellen Seite? Denn du kannst nicht sagen, die eine ist richtig und die andere ist falsch, obwohl sie versuchen, es so darzustellen. Also Tom, es ist ein selbstverwöhnendes, selbstsüchtiges, hedonistisches Konzept, ohne Moral, ohne Begrenzungen. Ja, aber Dave, es ist interessant, weil wenn du durch das Buch gehst, das Buch liest oder dir die DVD anschaust, dann merkst du, dass sie bei einigen dieser Ideen unbehaglich werden und versuchen, sie zu moralisieren. Sie versuchen, Dinge hineinzubringen wie Fürsorge und großzügig sein und so weiter und so fort. Aber im Grunde erfinden sie ihre eigenen Voraussetzungen dafür. Tom, sie sagen es immer und immer wieder. Du kannst alles sein, was du willst. Du kannst alles haben, was du willst. Dieses Universum kümmert sich nicht um richtig oder falsch. Es gibt dir, was du denkst. Und natürlich ist es dieses alte Ding mit der Visualisierung. Nun, Tom, wie du weißt, ist das, was Anthropologen Schamanismus nennen. Die Medizinmänner machen das schon, die Zauberer. Die Mystiker. Ja, seit Tausenden von Jahren. Also dieses Secret, irgendwie, Tom, noch etwas hier. Und ich weiß, wir wollen zurückkommen und das noch tiefer behandeln. Aber lass mich nur, Sie haben hier hinten eine Liste von Leuten, hier ist ein Gentleman, Wallace Wattles. Nun, er ist wirklich der Gründer, einer von ihnen, von dem, was New Thought genannt wurde. Das ist Science of Mind, was übrigens genau das ist, was Norman Vincent Peale gelehrt hat. Das geht zurück auf Emerson, Transzendentalismus und so weiter. Nun, Wallace Wattles' berühmtestes Buch war The Science of Getting Rich. Er lebte den größten Teil seines Lebens in Armut. Er wurde gegen Ende reich. Wir haben hier noch ein Problem. Er schrieb dieses Buch. Er war 50 Jahre alt, als er das Buch schrieb. Das war 1910. Und er starb 1911.
Nun stellt sich sofort die Frage, warum starb er so früh? Du kannst haben, was immer du willst. Ein anderer unserer Experten starb mit 57, glaube ich. Du kannst haben, was immer du willst. Wollte er nicht ewig leben? Wollte er nicht wenigstens 100 oder 200 werden? Also irgendwie scheint das nicht aufzugehen. Es scheint nicht richtig zu funktionieren. Aber Waddles, er hatte viele Probleme, viele Misserfolge in seinen frühen Jahren. Dann begann er Swedenborg zu studieren. Emerson. Wieder Mystiker, Religious Science. Und er behauptete, er habe die Wahrheit der New Thought-Prinzipien entdeckt. Und ein Teil davon war das Praktizieren kreativer Visualisierung. Nun erwähnen sie Napoleon Hill im Buch. Es ist keine korrekte Erwähnung von Napoleon Hill. Sie behaupten, dass, ich vergesse es, vielleicht erinnerst du dich, jemand ihm das beigebracht hat. Nein, er bekam es von den Meistern des Tempels der Weisheit. Er bekam es von Dämonen. Und er sagt, dass er es nicht, ich habe ihn nie sagen hören, dass er es von irgendeinem Menschen gelernt hat. Und ich habe seine Bücher gelesen. Und was war das Geheimnis noch einmal? Was immer du denkst, was immer du dir vorstellst, kannst du erreichen. Und visualisieren, visualisieren. Erschaffe es in deinem Geist. Tom, es ist dasselbe, was Yonggi Cho lehrt, okay? Es ist dasselbe, was Norman Vincent Peale gelehrt hat. Kreative Visualisierung. Und er baute eine große Gemeinde auf, indem er sich Menschen vorstellte, die hereinkommen. Also, es ist die Lüge der Schlange. Es ist sehr anziehend. Wenn ich nur einen magischen Djinn haben könnte. Jedes Mal, wenn ich hier an der Lampe reibe, kommt er. Es ist sehr anziehend für das Fleisch. Es ist sehr anziehend für Selbstsucht. Aber es ist nicht wahr. Es funktioniert nicht. Dave, der interessante Teil daran, dass es The Secret genannt wird, ist, dass wir nachverfolgen können, so wie du es erwähnt hast. Wir können diese Ideen zurückverfolgen durch Mystiker, Schamanen, Religious Science, Transzendentalismus. Zurück bis in den Garten Eden. Christian Science, Mary Baker Eddy. Wir finden es immer und immer wieder. Und das Ziel ist in vielen dieser Fälle Heilung und Wohlstand. Wir können es zurückführen bis zu Mesmer und wirklich zu den Anfängen der Psychologie. Nun, ich führe es noch weiter zurück, Tom. Ich war kürzlich in Idaho und ich wurde daran erinnert, dass ich dort oben eine Debatte gehabt hatte. Wally Toppin und ich hatten eine Debatte mit 2 Mormonentypen. Und eines von den Dingen, die einer der Mormonen sagte, von dem ich nicht weiß, ob die Kirche das akzeptieren würde, war, dass Joseph Smith der erste Prophet des New Age gewesen sei. Ich sagte, Joseph Smith war ein Prophet des New Age, aber der erste war eine Schlange im Garten. Und wir können das durch all diese Leute zurückverfolgen, die es zurückverfolgen wollen. Es geht direkt zurück zu dieser Schlange. Dave, wir haben nur noch 1 Minute, also möchte ich das für unser nächstes Programm vorbereiten. So der Herr will. Dieses Secret. Vor 22 Jahren haben wir uns mit dem Secret in The Seduction of Christianity befasst. Diese Ideen waren in der Gemeinde verbreitet durch Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Frederick Price. Das war Word Faith Positive Confession. Das gehörte alles dazu. Außerdem, was damals die Gemeinde infizierte, war der ganze Amway-Ansatz. Zig Ziglar war die positive mentale Einstellung und so weiter. Also kommt dieses Zeug immer wieder und wieder und wieder. Und ich denke, Dave, in den kommenden Sendungen, so der Herr will, werden wir zeigen, dass dies wirklich ein wesentlicher Teil der Religion des Antichristen ist, wenn schon aus keinem anderen Grund, dann wegen seiner Anziehungskraft auf unsere Begierden, auf unsere Habsucht, auf unsere Gier und so weiter. Und deshalb stehen die Leute jetzt Schlange für The Secret. Und ich weiß nicht, wie der Antichrist es zum Funktionieren bringen wird, weil unter seiner Herrschaft viel Gericht Gottes über diese Erde kommen wird. Aber Dave, direkt davor werden wir Zeichen und Wunder haben. Lügnerische Zeichen und Wunder. Menschen, die keine Liebe zur Wahrheit haben, werden der Lüge glauben. Ich denke, das ist ein wesentlicher Teil der Lüge.